Mein Name ist Joachim Schmutzhardt. Ich arbeite seit ca. 20 Jahren an der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Innsbruck und bin jetzt seit 11 Jahren mit der chirurgischen Leitung des Cochlea-Implantat-Programms an der Klinik tätig. In der Zwischenzeit bieten wir faktisch das gesamte Hörspektrum von passiven Mittelohrimplantaten, aktiven Mittelohrimplantaten, als auch knochenverankerten Hörimplantaten und auch den Cochlea-Implantationen an. Bei den Hirnstammimplantaten haben wir eine Kooperation mit der Universitätsklinik für Neurochirurgie, wo die Abklärung auf der HNO stattfindet, jedoch die Operation durch die Kollegen der Neurochirurgie durchgeführt werden. Prinzipiell, was ist zu erwarten? Die Anlaufstelle an der Klinik ist meine Sprechstunde, die findet jeweils dienstags ab 12 Uhr nachmittags statt. In den allermeisten Fällen, außer ich muss vertreten werden, bin ich selbst anwesend. Ansonsten werden Sie von meinen kompetenten Kollegen ebenfalls hervorragend betreut. Mit diesem Erstkontakt wird primär eine Hörabklärung und eine Einschätzung der möglichen Rehabilitierbarkeit mit dem Patienten besprochen. Falls noch nicht erfolgt ist, forcieren wir eine Hörgeräteversorgung, um sicherzustellen, dass das Restgehör adäquat ausgereizt ist. Wenn sich das als nicht erfolgreich zeigt, dann schreiten wir in der Regel dazu zur Implantation. Jeder Patient, der an der Klinik zur Implantation kommt, wird bei uns aktiv im Hörimplantatboard diskutiert. Was kann man sich unter so einem Implantboard vorstellen? Hierbei sind Phoniater, PET-Audiologen, Audiologen, Psychologen, Anpasser als auch Vertreter des chirurgischen Faches zugegen und diskutieren die beste Versorgbarkeit für den einzelnen Patienten. Mit diesem Bescheid können wir dann nach durchgeführten Vorbefunden an der Klinik zur Planung der Operation kommen. In der Regel haben wir eine Vorlaufzeit von circa 2 bis 3 Monaten, bis die Operation möglich ist. Bei dringenden Fällen, vollständige Ertaubung, drohender Verknöcherung der Cochlea sind wir auch flexibel und können auch deutlich früher einen Operationstermin anbieten. Wenn die Operation geplant ist, kommen Sie in der Regel am Vortag zur stationären Aufnahme. Hier erfolgt nochmals die Überprüfung der Indikation durch die Klinikleitung sowie die Vorstellung auf der Anästhesie. Am Folgetag findet anschließend die Operation statt. Alle Eingriffe an den Ohren werden bei uns im Haus standardmäßig mittels Gesichtsnervüberprüfung, Facialis Monitoring, durchgeführt. Die Operation dauert für ein Cochlea-Implantat irgendetwas zwischen 60 bis 90 Minuten. Am Folgetag erfolgt bei uns standardmäßig die Durchführung eines Computertomogramms oder auch DVTs. Hiermit wird die korrekte Lage des Implantats überprüft. Weiters sind nun mit der modernen Software, die mittels Ottoplan zur Verfügung ist, auf Basis dieser Daten auch eine verbesserte anatomiebasierte Anpassung möglich. Diese wird in notwendigen Fällen bei uns problemlos anschließend durchgeführt. Am zweiten postoperativen Tag bei regelrechtem Verlauf und keinen Komplikationen können Sie mit einer Entlassung rechnen. Für etwaige weitere Nachkontrollen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Jeder Patient, der in unserem Haus ein Hörimplantat bekommen hat, wird anschließend wieder durch die Hörimplantatsprechstunde Dienstagnachmittags, wie bereits gesagt, weiter versorgt. Die Nahtentfernung findet standardmäßig bei uns statt und wird in der Regel von mir oder einem meiner Kollegen durchgeführt. Generell habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, alle Patienten circa 3 Monate nach erfolgter Hörimplantatooperation nochmals zu kontrollieren. Im Rahmen dieser Kontrolle möchte ich mich persönlich von dem Erfolg des Hörimplantates und dem Fortschritt der Rehabilitation überzeugen. Falls dies nicht zu meiner Zufriedenheit ist, können weitere Maßnahmen wie etwaige Anschlussheilbehandlungen angeboten werden. Bei diesen regelmäßigen postoperativen Kontrollen gereicht es mir sehr zur Freude zu sehen, wie gut die Produkte und die Arbeit funktioniert,
da ein Großteil der Patienten äußerst zufrieden ist und man hört auch als Chirurg gelegentlich auch mal bei einer Kontrolle gern ein lobendes Wort und nicht nur ein Wehklagen. Über die letzten 30 Jahre haben sich die Hörimplantate rasant weiterentwickelt. Aus den experimentellen Anfängen ist nun eine standardisierte Routine geworden. Hierbei handelt es sich in der Zwischenzeit um äußerst komplikationsarme, einfache, schnell durchzuführende Eingriffe, die in der geübten Hand kaum Komplikationen haben. Ich kann nur jeden Hörleidenden dazu ermutigen, sich zumindest für ein Informationsgespräch bei uns